Nach dem Studium stellt sich eigentlich jeder Informatiker die Frage, wo soll ich eigentlich arbeiten? Und die zwei großen Ziele sind hier für viele die Selbstständigkeiten, auf der anderen Seite ein FAANG-Unternehmen, ein F-A-A-N-G-Unternehmen, also eines von Facebook, Amazon, Apple, Netflix oder Google. Und das sind die großen 5 Unternehmen. Wenn man es da rein geschafft hat, dann hat man es ja wohl geschafft in seinem Leben, oder? Vielleicht ist das nicht unbedingt immer der beste Fall und genau das soll dieses Video hier thematisieren. Wir wollen in 10 verschiedenen Kategorien einteilen, ob vielleicht Selbstständigkeit eher für euch geeignet ist oder ob FAANG eher für euch geeignet ist. Und natürlich gibt es dann noch die kleinen Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen oder auch die Startups natürlich. Die wollen wir jetzt hier nicht behandeln, denn ich habe heute einen Gast dabei, den Niklas, den ihr vielleicht auch schon von YouTube kennt. Ich verlinke euch seinen Channel direkt am Ende des Videos. Und wir wollen uns heute angucken, mich als Selbstständigen und ihn als Mitarbeiter von Facebook, wie es da eigentlich so abläuft und naja, was vielleicht besser zu euch passt. Die erste von den 10 Fragen, die wir uns stellen wollen, ist die Einstiegshürde. Wie schwer ist es eigentlich da reinzukommen? Als Selbstständiger kann ich sagen, ich habe sehr, sehr lange und sehr viele Jahre gearbeitet, bevor ich wirklich davon leben konnte. Ich habe während dem Studium schon angefangen, selbstständig zu sein und habe mir so nach und nach quasi einen Ruf aufgebaut. Das habt ihr hier auch schrittweise mitbekommen. Auf YouTube bin ich ja auch immer weiter gewachsen und als Freelancer, dadurch, dass ich Aufträge hatte, habe ich natürlich mehr Aufträge bekommen und so weiter und so fort. Und so wächst man da Schritt für Schritt eigentlich rein. Das heißt, am Anfang, wenn ihr anfangt, irgendwie selbstständig zu sein oder ein Freelancer zu sein oder gar ein Unternehmen gründet, also quasi ein Startup zu gründen, dann ist noch lange nicht sicher, ob ihr das auch wirklich Vollzeit am Ende machen könnt oder ob das eher so ein Nebending bleibt. Das heißt, da ist immer am Anfang zumindest dieses Risiko dabei, kann ich das jetzt machen oder kann ich es nicht machen. Deswegen fangen viele irgendwie während dem Studium oder neben der Arbeit her sowas Kleines nebenbei an und schauen dann, wie sie, naja, da reinwachsen. Bei FAANG hingegen gibt es natürlich ganz klar definierte Bewerbungsprozesse. Wenn du das Glück hast, noch jung zu sein bzw. noch im Studium zu sein, dann ist der beste Weg in eine FAANG-Firma oft ein Praktikum. Das ist meistens im Sommer, aber nicht immer, meistens 3 Monate lang, aber nicht immer. In jedem Fall ist es echt der coolste Ferienjob ever. Man kriegt eine kostenlose Wohnung, man kriegt kostenloses Essen, man wird im Prinzip wie ein vollwertiger Mitarbeiter behandelt und arbeitet an super relevanten Projekten mit und man verdient mehr als 1.000 € pro Woche. Als Praktikant, das muss man sich mal reinziehen. Vielleicht wusstest du das schon, aber ich war völlig sprachlos, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich habe auch ein ganzes Video nur zu diesen Sommerpraktika gemacht, das findest du auf meinem Kanal. Und natürlich kann man sich bei diesen Firmen auch direkt bewerben, ohne Praktikum. Aber das ist in der Regel ein deutlich schwierigerer Prozess und ich bin sehr froh, dass ich den einfachen Weg über das Praktikum gefunden habe. Alle Infos rund um den Prozess, wie man sich da genau bewirbt, findest du im Internet, ob jetzt fürs Praktikum oder für die Festzeitanstellung, das ist alles öffentlich und googelbar. Ein guter Grund, sich zum Beispiel nicht für so ein Praktikum zu bewerben, ist, dass man eben einfach nicht bei diesen Firmen arbeiten möchte. Ein schlechter Grund hingegen wäre, dass man denkt, die nehmen mich bestimmt eh nicht. Ich kann noch nicht so viel programmieren, ich habe gerade nicht so gute Noten, ich studiere an einer Fachhochschule, die vielleicht nicht so ein tolles Ansehen hat. Alles Vorurteile, bewirb dich doch einfach. Der zweite große Punkt, den wir uns angucken wollen, ist der Arbeitsaufwand, die Work-Life-Balance, die Überstunden, die man eigentlich für die Arbeit anhäufen muss. Und hier sehen wir eigentlich schon, zumindest als Selbstständiger, also mich als Selbstständigen trifft das natürlich exakt, denn die Frage ist natürlich, arbeitet man eigentlich für sein Geld oder arbeitet man für seine Passion sozusagen? Ich arbeite eigentlich nicht, weil ich es als Arbeit sehe, sondern weil es das ist, was ich machen möchte. Das heißt, für mich fühlt sich Arbeit eigentlich selten wirklich als Arbeit an. Meistens ist es so ein kreativer Prozess bei mir, dass ich gar nicht merke, wie die Stunden verfliegen und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir so, oh, schon wieder 20 Uhr. Also ich mache sehr viele Überstunden, aber es fühlt sich nicht nach Überstunden an, weil meine Work-Life-Balance, naja, zumindest irgendwie mehr Life sich anfühlt als Work, weil eben sich meine Arbeit mehr nach Life anfühlt als Work. Und das habe ich von vielen Selbstständigen gehört, sie arbeiten tatsächlich so, wie es ihnen eigentlich gefällt. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal eine schwere Zeit habt oder sowas oder irgendwas läuft bei euch gerade in der Familie nicht gut oder ihr habt gerade Corona-bedingt irgendwie nicht unbedingt die Zeit und müsst euch zum Beispiel um eure Großmutter kümmern oder sowas, dann ist es als Selbstständiger auch meistens kein Problem mal zu sagen, hey, ich bin mal eine Weile weg.
Aber, und das ist der große Unterschied, das kann jetzt natürlich nur ich sagen, weil ich so einen mega flexiblen Arbeitsalltag habe, wie jetzt hier auf YouTube eben Videos hochladen, Dozent, also quasi Kurse zu erstellen für andere, die dann irgendwann später gebraucht werden. Wenn ihr natürlich jetzt als selbstständiger Consultant unterwegs seid und ihr werdet von einem Unternehmen angeheuert, dass ihr quasi bei einem Projekt helft, dann ist das ein bisschen anders. Dann seid ihr da stark an das. Im Endeffekt seid ihr dann wie ein Angestellter für dieses Unternehmen. Das heißt, ihr seid an das Projekt gebunden und nicht mehr unbedingt an euch selbst. Das heißt, ihr seid quasi sowas wie ein temporärer Mitarbeiter. Und da sieht es dann natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Hier kommt es eigentlich drauf an, wie das Unternehmen das jeweils handhabt. Das heißt, eure Work-Life-Balance ist 1:1 von dem Unternehmen abhängig. Das bedeutet, ihr seid natürlich flexibel in der Wahl von eurem Unternehmen. Ihr könnt immer raussuchen, was genau ihr eigentlich machen wollt für einen Job, aber es ist selten der Fall, dass ihr wirklich komplett frei bestimmen könnt. Allerdings vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn ihr fest angestellt seid, weil ihr es natürlich selbst bestimmen könnt. Bei einem FANG-Unternehmen hingegen ist man natürlich ein Angestellter und arbeitet nicht für sich selbst, sondern für die Firma. Man verdient wahrlich nicht schlecht und dafür wird natürlich auch eine gewisse Leistung erwartet. Übrigens werden wir überhaupt nicht per Stunde vergütet. Wir haben keine Stundensätze pro Woche, wir haben keine festen Arbeitszeiten, wir haben auch nicht mal Gleitzeiten oder sowas. Man hat seinen Laptop und arbeitet letztlich wie und wo und wann man möchte. Und was zählt, ist letztlich immer nur das Ergebnis, nicht wie lange man daran gesessen hat. Wenn man das so hört, dann kann das jetzt natürlich heißen, dass es extrem entspannt ist oder dass es mega stressig ist. De facto würde ich sagen, dass so ungefähr 40 Stunden pro Woche realistisch sind. Und allgemein ist die Work-Life-Balance ziemlich gut. Da die FANG-Unternehmen nicht besonders hierarchisch strukturiert sind, hat man einen sehr hohen Einfluss darauf, woran man arbeitet. Das heißt, ich und die meisten meiner Kollegen verbringen die meiste Zeit in Projekten, auf die wir auch richtig Bock haben. Deswegen und vor allem in Kombination mit den sehr flexiblen Arbeitszeiten fühlt sich das Ganze im Prinzip wie eine Selbstständigkeit an. Dachte ich, bis ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Das fühlt sich schon noch weniger nach Arbeit an. Ich würde deswegen sagen, dass diese FANG-Unternehmen eine richtige Selbstständigkeit nicht ersetzen können, aber dass sie verglichen mit den meisten anderen großen Unternehmen da besonders nah rankommen. Was nun die Frage angeht, was passiert, wenn man privat oder gesundheitlich Probleme hat und eine Weile nicht arbeiten kann? Das sieht in den FANG-Unternehmen allerdings schon deutlich besser aus als in den meisten Selbstständigkeiten. Dank ihren mehr oder weniger Monopolstellungen können die Firmen es sich nämlich leisten, nicht immer maximal auf Effizienz zu polen, sondern relativ viel in die Wellness und das Wellbeing ihrer Mitarbeiter zu investieren. Das heißt, man kann in solchen Extremsituationen durchaus schon mal auch eine Weile nicht arbeiten und kriegt trotzdem weiter sein Gehalt. Was das Gehalt angeht, das ist nämlich unser dritter Punkt, ist wahrscheinlich als Selbstständiger so ziemlich alles drin. Ja? Ihr könnt anfangen von ein paar 100 Euro im Monat oder von sogar nur 50 Euro im Monat. Das war, oder noch weniger, das war bei mir am Anfang der Fall. Natürlich hier mit YouTube ein paar Videos veröffentlicht und hier und da mal einen Auftrag gemacht, aber nur ganz, ganz selten mal neben dem Studium her. Aber ihr könnt euch da so langsam reinsteigern, das habe ich schon ein bisschen angedeutet. Und je länger ihr dabei seid und wenn ihr dann natürlich wirklich die vollen 8 Stunden da rein investiert, dann ist da wirklich alles drin. Ich bin relativ transparent mit meinem Gehalt. Ich verdiene aktuell ungefähr die Hälfte von einem Festangestellten und damit meine ich nicht mal ein FANG-Unternehmen, sondern damit meine ich ein normales mittelständisches Unternehmen. Das ist natürlich eigentlich sehr, sehr wenig und naja, nicht unbedingt gerechtfertigt für die Arbeit, die man macht. Aber da ist natürlich sehr viel Luft nach oben drin, wenn ich mehr Jobs annehme oder Jobs annehme, die besser bezahlt sind als YouTube zum Beispiel, dann wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt als Consultant in die Beratung gehen würde, dann wäre ich höchstwahrscheinlich schon deutlich über dem, was ein Festangestellter verdient. Dazu haben wir auch schon ein paar Videos hier gemacht auf meinem Kanal, was so ein Festangestellter verdient. Und naja, als Selbstständiger ist so ein Stundensatz von 80 bis 100 oder sogar noch mehr Euro pro Stunde eigentlich völlig normal. Und ich muss sagen, wenn ich natürlich jetzt als Consultant auftrete, also quasi wirklich ein Unternehmen direkt berate, dann verlange ich auch deutlich mehr als das nochmal obendrauf. Davon muss man natürlich auch immer noch die Steuern zahlen und man hat Ausgaben, weil man eben zum Beispiel selbst reisen muss oder man muss selbst seine Fortbildung bezahlen. Das kommt dann natürlich noch obendrauf. Aber bei FANG habt ihr natürlich ein festes Gehalt und ja, das ist ein bisschen anders da. Auch ich kann da gerne sehr transparent sein, was mein Gehalt bei Facebook angeht. Als ich direkt nach dem Studium angefangen habe, war mein Einstiegsgehalt ungefähr 80.000 Pfund. Das ist wie immer brutto pro Jahr. Derzeit, 2 Jahre später, verdiene ich ungefähr 120.000 Pfund
und ich würde realistisch einschätzen, dass es sich nächstes Jahr nochmal so auf 160.000 Pfund erhöht. Man sieht also, das ist ein solider Start, ein stolzer Anstieg, der allerdings auch irgendwann abflacht. Es wird immer schwieriger, befördert zu werden. Trotzdem sind das natürlich stolze Gehälter, vor allem in Anbetracht der Lebensqualität, die man ja trotzdem behält. Aber wenn man jetzt, sagen wir, Multimillionär werden will, ganz reich werden will, dann sollte man sowieso nicht als Angestellter arbeiten, egal bei welcher Firma. Da sollte man lieber eine eigene Firma gründen und damit natürlich das Risiko eingehen, auch viel weniger zu verdienen. Es sei übrigens noch gesagt, es ist wichtig, dass ich mich hier auf die europäischen Gehälter beziehe. Das ist ungefähr ähnlich in Deutschland und Großbritannien, aber in den USA sind die Gehälter drastisch höher. Ich habe gerade neulich auf meinem Instagram-Profil so eine kleine Animation gepostet, die so die typische Gehaltsentwicklung eines Google-Softwareentwicklers zeigt. Und meine Quelle für die Zahlen war die Webseite levels.fyi. Und die kann ich sehr empfehlen. Die hat sehr realistische Zahlen, was so die amerikanischen Fanggehälter angeht. Es sei übrigens noch gesagt, dass ich ungefähr 2/3 meines Gehalts wirklich in Geld bekomme und 1/3 in Aktien an der Firma. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, denn das heißt, dass auch wenn ich all mein Geld, was auf mein Konto kommt, ausgebe, ich am Ende nach all den Jahren in der Firma trotzdem 1/3 automatisch gespart habe. Außerdem sei natürlich noch gesagt, dass das Gehalt ein bisschen schwanken kann, je nach Performance. Man hat alle 6 Monate ein Rating, einen Feedback-Prozess und je nach Rating und Performance hat man einen gewissen Bonus, der einen Teil, aber einen kleinen Teil des Gehaltes ausmacht. Das kann also ein bisschen schwanken und ich habe da so einen Mittelwert angegeben. Es schwankt aber viel weniger stark als zum Beispiel im Finanzbereich, wo so ein Bonus schon manchmal ein ganzes Jahresgehalt sein kann. Unser vierter Punkt ist die Tätigkeit an sich. Was macht man eigentlich als Selbstständiger bzw. bei einem Fang-Unternehmen? Und hier ist, glaube ich, der größte Unterschied zu finden insgesamt. Also es gibt noch ein paar andere Punkte, die sind auch noch sehr, sehr unterschiedlich. Aber im Endeffekt, ich als Selbstständiger kann machen, was ich möchte. Ich kann meiner Kreativität absolut freien Lauf lassen und ich kann auch sehr, sehr vielfältige Arbeiten machen. Also wirklich nicht immer dasselbe, sondern eigentlich ist jeder Tag bei mir anders. Und das ist was ich persönlich sehr genieße. Kein Tag ist bei mir dasselbe. Ich meine, ich recherchiere für Videos, ich drehe diese Videos, ich mache Kurse, ich habe Interviews, ich habe Kooperationen, ich schreibe auch sehr viel, ich mache sehr viel Management. Ja? Das sind alles Tätigkeiten, die so nebenbei sind. Und natürlich schreiben und drehen und schneiden und keine Ahnung, Thumbnails machen, ist natürlich ein sehr kreativer Prozess. Wenn ich jetzt Bock habe, zum Beispiel was mit KI zu machen, dann mache ich was mit KI. Und das kann man auch durchaus auf die Consultants übertragen. Natürlich hat man seinen Expertenbereich und der ist bei mir eindeutig in Security und Machine Learning. Das habe ich ja auch immerhin vertieft und vertiefe es seither weiterhin. Aber wenn ihr als Consultant unterwegs seid, habt ihr natürlich trotzdem diese Freiheiten. Ihr könnt euch in eine gewisse Richtung fortbilden. Ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich mache jetzt nicht Security, sondern ich mache Security für Webanwendungen, die auf Python Backend basieren, zum Beispiel. Ja, also da seid ihr wirklich sehr, sehr flexibel, wie ihr euch da spezialisiert. Und ihr könnt euch natürlich auch jederzeit ein bisschen hin und her schulen. Aber das macht das Ganze sehr, sehr frei. Und das muss einem natürlich liegen. Also das ist natürlich nicht für jedermann was. Wenn man teilweise vorgeschrieben bekommt, hey, du arbeitest jetzt mit Kotlin und das machst du jetzt genau mit diesem Framework und das machst du jetzt halt die ganze Zeit, so dann seid ihr da natürlich irgendwann Experte drin. Aber es schränkt euch natürlich in eurer freien Entscheidung und Kreativität so ein bisschen ein. Deswegen mag ich meine Selbstständigkeit eigentlich ganz besonders gerne, weil ich mich wirklich komplett frei entscheiden kann, was ich mache. Natürlich habe ich auch externe Einflüsse, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag bekomme, wo es heißt, hey, kannst du mir meine Website pentesten, so dann ist es natürlich schon vorgegeben, mit was ich mehr oder weniger arbeite, weil es jetzt nicht so viel auf dem Markt gibt. Aber ich kann mich immer noch frei entscheiden, ob ich diesen Auftrag annehme oder ob ich lieber in eine andere Richtung gehe. Also ob ich zum Beispiel sage, hey, sorry, nein, ich mache gerade mehr mit Machine Learning, mach du deinen Pentest selber zum Beispiel. Also das ist natürlich meine Wahl, während wenn ich jetzt festangestellt bin, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und bei Fang ist man zwar deutlich selbstständiger als in den meisten anderen großen Firmen, aber man kann natürlich nicht ständig nach Lust und Laune wechseln, woran man arbeitet. Man ist da in riesige Projekte eingebunden, an denen ganz viele Leute zusammenarbeiten. Und wenn man sich jetzt als Team entschieden hat, wir bauen dieses neue Feature, dann kann ich mich natürlich nicht individuell einfach von heute auf morgen entscheiden, dass ich plötzlich was ganz anderes machen will. Das Team, dem man zugewiesen ist ja auch für einen ganz bestimmten Bereich zuständig. Ich arbeite zum Beispiel in Community Integrity. Wir beschäftigen uns mit allem Schlechten, was so auf der Plattform passiert. Also Spam, Hate Speech, Fake News und so weiter. Da kann ich jetzt nicht plötzlich sagen, ey Leute, ich habe eine super Idee für ein neues Feature für Instagram und ich arbeite ab sofort nur noch daran.
Für sowas gibt es Hackathons, da kann man mal 1-2 Tage lang an irgendeinem Projekt arbeiten. Es gibt Hackathons, da kann man mal einen ganzen Monat lang mit einem völlig anderen Team verbringen. Und natürlich kann man sein Team wechseln. Da gibt es ganz viele interne Ausschreibungen, aber die Erwartung ist eben, dass man so mindestens ein Jahr im gleichen Team bleibt. Aber wenn dieses Jahr vorbei ist, dann kann man das Team wechseln, da kann man die Location wechseln, zum Beispiel sagen, ich möchte mal in die USA ins Hauptquartier gehen. Man kann auch die Rolle wechseln. Ich war zum Beispiel 2 Jahre lang bei Facebook als Data Engineer, bin inzwischen aber Softwareentwickler. Der nächste große Punkt ist Karriere. Kann man Karriere machen als Selbstständiger oder kann man Karriere vielleicht besser bei einem FAANG-Unternehmen machen? Und dazu muss man natürlich sagen, wenn ihr als Selbstständiger wirklich viele Jobs aufgelistet habt, also quasi in eurem Lebenslauf das Ganze festgehalten habt, dann habt ihr natürlich wirklich viel Projekterfahrung. Und die kann euch niemand mehr nehmen. Das heißt, jedes Projekt, bei dem ihr mitgearbeitet habt, jedes Projekt, das ihr beraten habt, jedes Projekt, wo ihr irgendwas damit gemacht habt, das kann man natürlich inklusive Position auflisten. Und dadurch, dass ihr so viele Projekte habt als Selbstständiger, ist das natürlich eine ziemliche Vielfalt. Dafür müsst ihr euch natürlich in jedes Projekt von vornherein arbeiten. Ihr müsst extrem viel lernen und extrem flexibel sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das macht sich wirklich gut in einem Lebenslauf und wenn man viele Projekte gemacht hat, dann kann man auch durchaus mehr verlangen für seine Arbeit und durch mehr Verlangen für seine Arbeit, weil man ja Experte auf einem Gebiet ist, steigt natürlich auch der Lohn entsprechend. Ihr seid im Endeffekt aber nicht in der Lage, jetzt hier speziell als Selbstständiger irgendwie CISO oder sowas zu werden. Das ist einfach, naja, ich meine, ihr seid eine Person. Was genau ist da eure... Ja, wieso solltet ihr jetzt gerade bei euch diese Position so nennen? Also im Endeffekt bin ich bei mir CISO, CEO oder CEO und CIO und noch viele, viele mehr auf einmal. Aber ja, diese Bezeichnung ist irgendwie hinfällig, weil ich nur eine Person bin. Aber ihr könnt euch natürlich auf gewisse C-Positionen bewerben in Unternehmen und die dann quasi als Freelancer machen. Wobei C-Positionen seltenst an Freelancer übergeben werden. Die wollen meistens dann schon eine Festanstellung haben. Bei FAANG hingegen muss man natürlich erstmal sagen, dass es unglaublich leicht ist, von FAANG woanders hinzuwechseln. Da geht es dann nicht mehr darum, was man für ein Portfolio hat, was man für Programmiersprachen kann, an was für Projekten man schon gearbeitet hat. Wenn FAANG auf dem Lebenslauf steht, wird man zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Punkt. Ich kriege täglich so viele Angebote auf LinkedIn, das ist echt unglaublich, was der Name der Firma ausmacht. Weil die Recruiter der anderen Firmen natürlich wissen, dass man eben schon einmal durch so ein Auswahlverfahren gegangen ist, was als relativ schwierig gilt. Was die Karriere innerhalb eines FAANG-Unternehmens angeht, will ich sagen, dass es ja gar nicht die besagten C-Positionen sein müssen, die man da anstrebt. Was ich wirklich sehr an diesen Firmen schätze, ist, dass es 2 hierarchische Säulen gibt, die gleichberechtigt sind. Es gibt den IC, den Individual Contributor, und es gibt das Management. Und man kann jetzt also Karriere machen in so einer Firma und nie den Jobtitel wechseln. Wir haben auch keine Junior- oder Senior-Softwareentwicklertitel oder so. Also sagen wir mal, ich bin Software-Engineer und über die Zeit in der Firma bleibe ich die ganze Zeit Software-Engineer. Ich ändere nie meine Jobbezeichnung, aber ich verdiene mit der Zeit so viel wie ein Manager, wie ein Director, wie ein Vice President. Der Unterschied ist, dass man als reiner Softwareentwickler einfach keine Personalverantwortung hat. Das ist einfach ein ganz anderer Job. Wenn jetzt jemand wechselt vom Software-Engineer zum Engineering Manager, ist das keine Beförderung. Der verdient hinterher auch genau das Gleiche. Und es kommt vor, dass auch relativ hochrangige Leute vom Engineer zum Manager oder umgekehrt zurückwechseln. Und das finde ich toll, weil es in anderen Firmen und Branchen teilweise so eine Entscheidung ist. Entweder ich mache immer weiter das, was ich liebe, den Job, für den ich mich ursprünglich entschieden habe, oder ich mache Karriere. Und das ist bei FAANG nicht der Fall. Neben dem Lohn gibt es auch noch sehr, sehr viele sogenannte Benefits, die man von einem Unternehmen häufiger mal bekommt. Und ja, zu solchen Benefits zählen zum Beispiel Autos, also Firmenwägen. Es zählen aber auch andere Sachen rein, wie Fortbildung, Reisen. Wie oft dürft ihr zum Beispiel in die Vereinigten Staaten reisen und dort irgendwie bei einem Unternehmen mitarbeiten? Und ja, hier ist natürlich gesagt, diese Benefits müsst ihr als Selbstständiger euch selbst finanzieren. Das heißt, wenn ihr Urlaubsgeld haben wollt, müsst ihr euch halt das Urlaubsgeld selbst auszahlen. Das hilft nichts. Wenn ihr irgendwie mal irgendeinen Firmenwagen haben wollt, dann müsst ihr euch diesen Firmenwagen selbst zahlen. Ihr könnt natürlich diesen Firmenwagen von der Steuer absetzen, das ist was anderes, aber ihr müsst ihn euch selbst kaufen. Es gibt natürlich rechtlich einige Benefits, die man als Selbstständiger auch haben kann, aber im Endeffekt, ihr bekommt nichts von dem Chef gezahlt, weil ihr euer eigener Chef seid. Das heißt, wenn ihr einen Benefit wollt, könnt ihr euch den einfach gönnen, sozusagen, wenn es eure Finanzen hergeben.
Wenn nicht, dann halt nicht. Also ihr müsst quasi für alles selbst sorgen, aber dafür könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt und müsst euch nirgends irgendwie bewerben oder sowas. Wenn ihr der Meinung seid, jetzt macht es Sinn, eine Schulung für IT-Security zu machen, dann macht ihr diese IT-Security-Schulung halt einfach. Während auf der anderen Seite, wenn ihr bei einem Unternehmen angestellt seid, dann habt ihr natürlich immer das Problem, ihr müsst euch darauf bewerben. Viele Firmen setzen allerdings mittlerweile sehr viel darauf, vor allem ITler ständig weiter fortzubilden, weil die IT wandelt sich so schnell, da kann man nicht mal mehr gucken. Ich meine, es gibt ja das Meme, dass jede Sekunde ein neues JavaScript-Framework rauskommt. So weit von der Realität ist das nicht entfernt. Bei FANG allerdings sind die Benefits ja quasi schon Teil der Bezahlung. Die FANG-Firmen sind berühmt für ihre Benefits und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Attraktivität, die diese Arbeitgeber ausmacht. Eines der größten Benefits, von dem wir zurzeit leider überhaupt nicht profitieren können, ist sicher das Büro mit allem, was es bietet. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich glaube, wir kommen später im Video noch zu dem Thema. Aber es sei schon mal gesagt, dass es im Büro zum Beispiel Essen gibt. Zu Nicht-Corona-Zeiten esse ich alle meine Mahlzeiten im Büro. Das ist Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Da gibt es wirklich enorme Buffets. Die Auswahl ist unfassbar. Von gesund bis ungesund, von vegan bis zu allen Fleisch- und Fischsorten, von herzhaft zu süß. Da findet wirklich jeder was. Das hat wirklich wenig mit so einer typischen Firmenkantine zu tun. Und alle Besucher, denen ich das Büro zeige, sind immer extrem begeistert und beeindruckt, dass wir das alles kriegen und dass wir dafür nicht zahlen müssen. Und auch, dass die Besucher selbst nichts zahlen müssen. Es gibt da keine Kassen, kein Kartensystem, kein Limit. Man bedient sich einfach und die Qualität ist, wie gesagt, echt gut. Ein weiteres wichtiges Benefit ist die sehr gute private Krankenversicherung. Wenn es mir schlecht geht, dann habe ich innerhalb von Stunden eine Videosprechstunde mit einem Arzt und bin übermorgen bei einem Spezialisten. Das gilt übrigens auch für Zahnarzt und natürlich für die mentale Gesundheit. Wir haben Psychotherapeuten, Sprechstunden sowohl im Büro als auch online, jederzeit verfügbar. Weiter im Bereich Wellness und Gesundheit sei gesagt, dass die Firma natürlich dein Fitnessstudio bzw. deine Mitgliedschaft in irgendeinem Sportclub bezahlt. Da gibt es eine Obergrenze, aber so eine typische Fitnessstudio-Mitgliedschaft ist da auf jeden Fall drin. Und es gibt im Büro Sportangebote. Da haben wir entsprechende Räumlichkeiten für, mit Duschen, Umkleiden und so, alles im Büro verfügbar. Und dann werden da etliche Kurse angeboten. Es gibt Tanzen, Yoga, diverse Kampfsportarten. Ich mache zum Beispiel normalerweise, wenn nicht Corona ist, 2-mal pro Woche im Büro brasilianisches Jiu-Jitsu. Da kommt richtig von außen ein professioneller Coach, den die Firma bezahlt und gibt dieses BJJ-Training für alle, die mitmachen wollen. Ansonsten sollte man wahrscheinlich noch sowas wie öffentliche Verkehrsmittel erwähnen. Ich wohne in London, da ist das einigermaßen happig. Es gibt 6 Zonen, glaube ich, in London in der U-Bahn. Und wenn man eine Monatskarte haben möchte für die 2 inneren Zonen, da ist man schon so mit 130 € pro Monat ungefähr am Start. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Denn ich muss es auch nicht im Kopf haben, denn die Firma gibt mir einfach so eine Oyster-Karte und bezahlt die und ich kann einfach in die Bahn steigen und zur Arbeit fahren und mich nicht darum kümmern. Man kann also insgesamt schon sagen, dass man echt ein sehr luxuriöses und privilegiertes und reichhaltiges Leben führen kann, ohne da wirklich viel auf eigenen Kosten sitzen zu bleiben. Es sei denn, man möchte jetzt zum Beispiel am Wochenende ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen oder so. Ach nee, warte, das zahlt ja auch die Firma. Ja, richtig gehört. Da gibt es so ein Programm, um soziale Interaktion zwischen den Kollegen zu fördern. Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende was unternehmen will, dann kann ich ein Event erstellen, für die ganze Firma zugänglich. Das heißt das natürlich auch. Ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, mit dem und dem und dem bin ich befreundet, sondern da kann dann kommen, wer möchte, damit ich auch Leute aus anderen Teams kennenlerne. Und dann können wir sagen, wir gehen ins Kino oder ins Restaurant oder in den Nachtclub und die Firma beteiligt sich großzügig mit 25 Pfund pro Person. Kommen wir zu dem Punkt, der wahrscheinlich die meisten so ein bisschen faszinieren wird, vor allem jetzt gerade durch Corona. Und zwar dem Büro bzw. dem Arbeitsort. Wo arbeitet man eigentlich als Selbstständiger und wo arbeitet man eigentlich bei einem Unternehmen? So, und jetzt kommt es natürlich hier stark drauf an, welche Jobs ihr annehmt. Ich persönlich kann jetzt von mir relativ viel sprechen. Ich muss eigentlich sehr selten irgendwo hinreisen. Die meisten Sachen, die ich mache, sind tatsächlich aus dem Homeoffice, wie ihr hier sehen könnt. Das ist tatsächlich mein Arbeitszimmer und es ist einfach direkt in meiner Wohnung. Also da drüben ist das Schlafzimmer. Das heißt, ich kann quasi morgens aufstehen. Wenn ich nicht mit Kamera aufnehme, muss ich nicht mal duschen.
Und dann kann ich mich einfach hierher setzen und anfangen zu arbeiten. Und es interessiert einfach niemanden, ob ich jetzt in Jogginghose hier sitze oder ob ich einen Sakko anhab. Das ist wirklich sehr deluxe. Das hat nicht jeder und das kann man auch nicht unbedingt von sich behaupten. Selbstständige an sich haben allerdings nicht immer diese Freiheit. Das heißt, ich hatte auch schon Jobs, wo ich natürlich irgendwo hin musste. Ich musste zum Beispiel nach Frankfurt, um einen Kurs zu drehen für die Frankfurt School. Und da geht man natürlich dann schon vor Ort, muss dann auch dort übernachten, wobei das meistens gezahlt wird, was übrigens sehr, sehr geil ist. Und dann kann man dort dann ein paar Tage verbringen, macht dann halt dort das, was man machen möchte oder machen muss und bleibt dann eventuell auch noch ein bisschen länger für eine Nachbesprechung und so weiter und so fort. Und das heißt, eventuell müsst ihr viel reisen, je nachdem, was für einen Job ihr annehmt. Eventuell müsst ihr allerdings auch gar nicht reisen und könnt alles von zu Hause aus machen. Und aktuell, gerade in der IT, sind viele Firmen am Umstrukturieren, dass sie wirklich vermehrt Homeoffice eben machen, weil ich meine, wenn jemand Homeoffice machen kann, dann ja wohl wir. Wir kennen Technologien wie VPNs, wir haben Remote Working, wir haben sogar unsere Server stehen sowieso selten in dem Ort, wo wir arbeiten. So, wir müssen sowieso irgendwo ins Netzwerk pushen. Und das ist halt schon relativ angenehm, dass wir so flexibel sein können. Und deswegen, wie gesagt, als Selbstständiger häufig auch im Homeoffice. Gerade wenn es aber um Security geht, seid ihr als Selbstständiger eher selten komplett zu Hause, weil manche Sachen darf man nicht remote machen. Manche Sachen muss man wirklich vor Ort machen und dann dort analysieren. Und da muss man dann halt hinfahren, je nachdem, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Man kann natürlich auch sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Ich würde gerne bei euch vor Ort arbeiten. Wie sieht's aus? Darf ich nach San Francisco kommen? So, und dann könnt ihr natürlich auch sagen, ich suche mir speziell Jobs, die in Städten sind, wo ich eigentlich mal gerne hin möchte. Also wenn ihr gerne viel reist, dann ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr das tatsächlich machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Job annehmen, der vielleicht, auf den Malediven ist. Und könnt dann dort arbeiten tagsüber und abends geht ihr halt an den Strand für ein paar Monate. Und wenn der Job dann quasi fertig ist, dann kommt ihr wieder nach Hause, zum Beispiel wieder hier zurück nach Deutschland oder sucht euch den nächsten Job, der irgendwo weiter weg ist. Das ist dann natürlich mit sehr viel Reisen verbunden. Ihr habt selten wirklich eure kompletten Sachen. Ihr seid halt kaum sesshaft und für viele Leute, die zum Beispiel Familie gründen wollen, ist das der absolute Albtraum. Aber für andere, vielleicht gerade für junge Leute, ist das natürlich super geil und man kann sehr flexibel sein. Ja, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was ihr haben wollt, aber wie gesagt, als Selbstständiger seid ihr da ziemlich flexibel und könnt euch aussuchen, was ihr eigentlich genau macht. Ich habe ja eben schon die Sportkurse und das kostenlose Essen erwähnt. Insgesamt kann man sagen, dass darüber hinaus das Büro selbst wirklich ein Benefit und ein absolutes Highlight ist bei diesen FANG-Firmen, wenn nicht gerade Corona ist. Die sind extrem spielerisch aufgebaut. Es gibt Popcornmaschinen, Eiscrememaschinen, Napping-Pots, Massagestühle, genau wie man sich das so vorstellt, wenn man hört Silicon Valley. Bei uns gibt es außerdem über das Büro verteilt sogenannte Micro-Kitchens. Da kann man sich zwischen den Mahlzeiten was holen. Also Kaffee, Tee, Cola, alle möglichen Arten von Softdrinks, alle möglichen Arten von gesunden und ungesunden Snacks, Müsli-Riegel, Schokolade, was immer das Herz begehrt. Man kann sich da einfach bedienen. Es gibt ein Hardware-Hacking-Lab, wo man Tontöpfern kann, mit 3D-Druckern spielen kann, Sachen ausschneiden kann und alle möglichen Workshops besuchen kann. Und insgesamt sind die Vibes einfach cool. Es ist, wie gesagt, sehr spielerisch aufgebaut, sehr bunt aufgebaut. Es gibt überall Sitzecken und Sitzsäcke, Kunstwerke, Memes und so weiter. Das Hauptquartier im Silicon Valley setzt da allerdings schon noch mal einen drauf, das muss man schon sagen. Das ist nicht einfach ein Gebäude, sondern ein riesiger Campus mit zig Gebäuden. Das größte Gebäude des Facebook-Hauptcampus in Menlo Park in Kalifornien ist über 1 Kilometer lang mit einem Park auf dem Dach. Es gibt nicht die eine Kantine, sondern es sind überall über den Campus verteilt Restaurants. Man geht heute mal zum Mexikaner, morgen zum Griechen, übermorgen zum Pizzarestaurants. Nur, dass man eben nirgendwo bezahlt. Es ist ein bisschen wie Disneyland. Beziehungsweise nicht wie Disneyland, denn ich glaube, da sind die Restaurants alles andere als kostenfrei. Es ist auf jeden Fall eine ganz eigene Welt, das muss man schon sagen. Und ich war sehr beeindruckt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und das heißt ja schon, dass ich als europäischer Kollege auch die Möglichkeit habe, dahin zu reisen. Ich habe tatsächlich in der Vor-Corona-Zeit sehr viel gereist, das habe ich auch sehr genossen. Und das Schöne ist, dass man es nicht muss, aber es eben kann. Mein Manager zum Beispiel hatte ein kleines Kind, hat Familie und wollte überhaupt nicht reisen, so in den letzten 2 Jahren und musste das dann auch nicht. Ich hingegen wollte unbedingt reisen, so viel wie möglich und war dann auch
4, 5 Mal im Jahr in den USA. Ich war mit Facebook in Kalifornien unzählige Male, in Seattle, in New York. Ich war in Bangkok beruflich, in Marrakesch. Ich habe da wirklich also sehr viel das genutzt, dass man diese Möglichkeit hat. Und der Reisestil ist natürlich auch sehr schick. Gerade wenn man so wie ich direkt von der Uni kommt, als armer Student, verschuldet mit Studentenkredit. Da will ich schamlos zugeben, dass ich das schon sehr genossen habe, mit Budget zu reisen. Dass man ins Restaurant gehen kann auf Spesenkosten, dass man Business Class fliegt, dass man im 5-Sterne-Hotel unterkommt. Das ist schon toll und natürlich beeindruckend, wenn man direkt von der Uni kommt. Aber jetzt muss man natürlich nur sagen, dass es hier und übrigens auch bei ziemlich vielen anderen Benefits, die ich so beworben habe, natürlich einen großen Einschnitt mit Corona gibt. Und gerade was das Reisen angeht, weiß man auch nicht, ob sich der Business Travel jemals wieder davon erholt. Der nächste große Punkt ist die Firmenkultur. Das ist jetzt ein bisschen tricky zu beleuchten. Man hört immer mal wieder, wenn man sich bei Firmen bewirbt, beziehungsweise wenn sich Firmen bei einem bewerben, dass flache Hierarchien ja ganz, ganz toll sind. Also flache Hierarchien ist so ziemlich das Stichwort schlechthin. Vor allem bei Startups, hey, wir haben eine flache Hierarchie, du kannst immer bei uns anfangen und hast quasi sofort dieselben Mitspracherechte, wie wenn du jetzt, sagen wir mal, als Chef dort tätig bist. Also jeder darf quasi seine Ideen einwerfen, man orientiert sich an allen Ideen, was ja an sich wirklich clever ist und was wirklich was Gutes ist. Deswegen gibt es das ja auch. Also das heißt, viele Firmen werben damit, dass sie quasi flache Hierarchien haben. So, aber der Punkt ist, das interessiert euch als Selbstständiger eigentlich relativ wenig. Denn wenn ihr als externer Mitarbeiter an ein Unternehmen kommt und dort irgendwas macht, dann profitiert ihr genauso von dieser flachen Hierarchie. Das heißt, hier ist die Firmenkultur natürlich genau die Kultur wie die von der Firma, bei der ihr arbeitet. Und ja, hier hat man natürlich die Möglichkeit als Selbstständiger bei sehr vielen Firmen reinzuschnuppern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einfach sagen, hey, ich möchte jetzt mal ausprobieren, wie es bei Siemens ist. Ich möchte jetzt ausprobieren, wie es bei Vodafone ist. Und dann seht ihr, okay, da ist das Firmenklima vielleicht mäßig, da ist es mega. Das heißt, ich schaue, dass ich vielleicht mehr Jobs bei dieser Firma bekomme und weniger bei der anderen. Und so kann man sich ein bisschen durchprobieren und eventuell dann mal seine Festanstellung holen oder auch komplett drauf verzichten. Das heißt, als Selbstständiger auch hier wieder, ihr seid sehr flexibel, ihr könnt euch aussuchen, welche Jobs ihr macht. Und wenn euch was einfach nervt, naja, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, dann mache ich den Job nicht mehr. Ihr müsst den Job schon zu Ende machen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ihr müsst natürlich dann nicht noch einen Job bei dieser Firma machen. Das heißt, Jobs sind normalerweise immer an Projekte gebunden. Ihr seid zum Beispiel dann auf ein Projekt zur Digitalisierung von Krankenkassenakten, ja. Und dann arbeitet ihr halt wirklich an diesem einen Projekt und das geht von mir aus teilweise 2 Jahre, das ist jetzt ein Riesenprojekt, glaube ich, das geht wahrscheinlich bei denen sogar noch ein bisschen länger. Aber danach seid ihr mehr oder weniger wieder freigestellt, woanders zu arbeiten. Und die Jobs werden ja wirklich, um so ein Projekt zu realisieren, erst aufgebaut und danach eigentlich gibt es diese Jobs nicht mehr. Also niemand hat die Bedürfnisse danach noch weiterhin so große, so viele Technologien zu entwickeln, dass man zum Beispiel 500 Leute oder sowas, die man jetzt nur dafür gebraucht hat, noch weiter beschäftigen kann. Und das ist natürlich auch immer ein immenses Kostending bei Unternehmen. Und deswegen sagen die, okay, dann holen wir uns halt Externe, so die kommen jetzt zu uns und danach können wir sie wieder gehen lassen. Und das ist natürlich ein großer Punkt, da seid ihr flexibel, da könnt ihr quasi euch aussuchen, will ich da nochmal hin oder will ich da vielleicht nicht mehr hin, und ja, wie ist es da eigentlich? So, das Gefühl, wichtig zu sein, das ist auch bei vielen so ein bisschen entscheidend für die Firmenkultur. Möchte man eigentlich, oder ja, wird man eigentlich gewertschätzt für die Arbeit, die man macht? Und hier auch wieder, es ist stark von der Firma abhängig. Es ist nicht unbedingt jetzt so einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt in diesem Projekt wirklich eine tragende Figur. Ich habe wirklich das Gefühl, jeder Commit von mir zählt, also Commit im Sinne von Git-Commit. Das kann man so nicht sagen, so pauschal. Das kommt natürlich auch wieder stark auf das Projekt so an. Ebenso wie die Kollegen natürlich. Ihr werdet in jedem Projekt andere Kollegen haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn man viele Leute kennenlernt. Man kann sich sein Firmennetzwerk oder sein berufliches Netzwerk wunderbar aufbauen. Auf der anderen Seite wirklich engere Freundschaften mit Kollegen ist quasi unmöglich, weil man ja ständig neue Kollegen hat. Außer natürlich, man bleibt einfach länger in Kontakt, wie ich das jetzt zum Beispiel mit manchen YouTubern auch schon gemacht habe hier. Und ja, die sind natürlich einfach coole Leute und deswegen will ich mit denen auch in Kontakt bleiben. So, dann kann ich natürlich da privat dann auch ein bisschen die Verbindung aufrechterhalten. Das ist auch sehr schön. Aber natürlich kann man sich nicht darauf verlassen, dass man mit den Leuten mehrfach zusammenarbeitet. Also ursprünglich heißt flache Hierarchien ja, dass der Hierarchiebaum flach ist. Das heißt, dass es wenig mittleres Management gibt. Das ist ehrlich gesagt bei uns gar nicht so der Fall. Es gibt schon sehr viele Sprünge von mir bis zu Mark Zuckerberg.
aber in dieser moderneren Bedeutung, dass so flache Hierarchien quasi heißt, dass man sehr viel Eigenverantwortung hat und einem nicht gesagt wird, was man machen soll. Das ist natürlich voll zutreffend. Mein Manager, also mein direkter Vorgesetzter, hat vor allem die Aufgabe, mich in meinem beruflichen Werdegang, meine Entwicklung zu begleiten und mir Feedback zu geben. Er hat nicht die Aufgabe, mir zu sagen, was ich machen soll. Das heißt nicht, dass ich einfach immer machen kann, was ich will. Das habe ich ja schon angesprochen. Es ist Teamwork und man muss sich mit ganz vielen anderen Leuten abstimmen, aber es geschieht eben auf Augenhöhe. Mit Kollegen, nicht mit meinem Manager primär. Natürlich gibt es trotzdem gewisse Prioritäten, die die Firma auf höchster Ebene verfolgt. Es gibt politische, gesellschaftliche, rechtliche Einflüsse und da kann es schon mal sein, dass jetzt nicht ich persönlich, sondern wir als Team gesagt bekommen, dass wir uns auf etwas Bestimmtes fokussieren sollen. Aber was ich sehr schätze, ist, dass man es nie einfach hinnehmen muss. Es gibt eine sehr offene Feedback-Kultur. Es ist total üblich, dass wenn ich mein One-on-One-Meeting habe mit meinem Manager, dass nicht nur er mir Feedback gibt, sondern auch ich ihm. Und das ist generell so. Wenn irgendjemand in dem Meeting was sagt, egal ob das ein Director oder Vice President oder Mark Zuckerberg ist, da kann man schon seine Meinung sagen. Ja, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich in Meetings, selbst schon damals als Praktikant, meine Meinung ohne Probleme sagen kann und dass es auch ernst genommen wird. Was die Kollegen angeht, will ich zunächst mal sagen, dass das fast immer Leute sind, die in dem, was sie tun, sehr gut sind. Das ist schon mal einfach toll. Also quasi das Gefühl zu haben, dass man mit Profis zusammenarbeitet. Ansonsten muss man halt sagen, dass es Informatiker sind. Es gibt natürlich andere Rollen, es gibt Product Management, Design, Content Strategy und so weiter, aber die Mehrheit der Angestellten sind im Prinzip die Softwareentwickler und auch da gibt es wieder ganz große Unterschiede und nicht jeder Informatiker ist gleich, bla bla bla, aber insgesamt ist es eine Nerdkultur. Das heißt nicht unsozial, das heißt einfach anders sozial. Es ist relativ einfach, Leute für Lasertag im Büro oder eine LAN-Party zu finden. Es ist vielleicht etwas schwieriger, teilweise Leute für einen Nachtclubbesuch zu motivieren. Auf jeden Fall bietet so eine Firma reichlich Gelegenheit, mit Kollegen sozial zu interagieren. Es gibt Teambuilding-Events, es gibt Bücherclubs im Büro, Sprachlernclubs, Interessenclubs, alles Mögliche. Und es gibt natürlich die legendären Firmenfeiern. So eine Weihnachtsfeier zum Beispiel von Google oder Facebook, das ist schon was Besonderes. Da hat man auf der einen Seite ein sehr hohes Partybudget, Eisskulpturen, Zirkusauftritte, Riesenrad, Autoscooter, was das Herz begehrt. Und auf der anderen Seite eine relativ introvertierte Partycrowd. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich heute habe, und zwar die Jobsicherheit. Wie sicher ist es eigentlich, dass ich meinen Job behalten darf? Und hier besteht, glaube ich, ein, ja, sagen wir mal, kleines bisschen Missverständnis, wenn man bei Selbstständigen ist. Viele Selbstständige, also ich rede jetzt von Informatik-Selbstständigen, okay, selbstständige Künstler haben es aktuell super, super schwer. Informatiker hingegen haben es immer noch relativ leicht, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist natürlich immer noch Bedarf. Gerade jetzt muss viel digitalisiert werden. Es muss sehr viel getan werden in der Digitalisierung von Schulen, von Krankenhäusern, von allem, ja. Und da ist ein riesiger Bedarf, diese ganzen Projekte hinzubekommen. Das heißt, ich meine 2019 war das oder Anfang 2020, offene Informatikerstellen, so viele wie zu diesem Zeitpunkt gab es noch nie. Und aktuell habe ich leider keine Zahlen, ich habe nichts mehr dazu gefunden. Wenn ihr solche Zahlen findet, dann schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommandozeile rein. Und vielleicht ist es sogar noch mehr geworden. Also ich könnte es mir vorstellen, die Cyberangriffe, also IT-Security-Probleme, haben zumindest zugenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch der Bedarf steigt, die wieder zu fixen zum Beispiel. Und so entstehen natürlich sehr, sehr viele neue Jobs, wodurch auch mehr oder weniger eine gewisse Sicherheit besteht. Allerdings, ihr seid als Selbstständiger immer dafür selbst verantwortlich, euch einen neuen Job zu suchen. Das heißt, ihr müsst sehr viel Selbstmanagement haben. Das heißt, eure Jobsicherheit, also dass ihr quasi was zu arbeiten habt, hängt immer stark davon ab, ob ihr jetzt gerade einen Job findet oder nicht. Das heißt, ihr müsst wirklich von Projekt nach Projekt nach Projekt Ausschau halten. Ihr müsst wirklich eure Zeit selbst managen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Angebot kommt, hey, wir wollen jetzt, dass du anfängst zu arbeiten, ihr habt aber noch einen Job, der 2-3 Wochen geht, dann geht das halt nicht. So, dann müsst ihr irgendwie mit denen verhandeln und sagen, aktuell schwierig, vielleicht später. Wenn ihr jetzt allerdings 2 Monate frei habt, dann habt ihr halt wirklich 2 Monate Urlaub, habt da aber halt kein Einkommen. Also ihr kriegt einen Urlaub nicht bezahlt, das ist quasi unbezahlter Urlaub. Das heißt, ihr seid immer für euch selbst verantwortlich und für manche ist das der pure Horror. Für andere allerdings ist es ziemlich angenehm und die freuen sich auf sowas. Also die wollen für sich selbst verantwortlich sein. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern das ist wirklich einfach nur eine Frage des Typs, ob man das mag oder ob man das nicht mag.
Dementsprechend wollen wir uns auch noch die Meinung von Niklas anhören zu Fang hier. Wo man sich um die Zukunft der Firma ja eher keine Gedanken machen muss. Die Fang-Firmen sind solche Marktgiganten, die gerade im Fall von Facebook oder Google so eine Vielzahl von Services anbieten, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass es da plötzlich ganz doll den Bach runtergehen soll. Dementsprechend bin ich auch zuversichtlich, dass ich, wenn ich das möchte, da noch sehr lange weiterarbeiten kann. Man muss, wenn man da weiterarbeitet, natürlich schon dranbleiben und Leistung erbringen. Man kann sich jetzt nicht so ganz zurücklehnen, man ist nicht verbeamtet, man hat nicht diese ultimative Absicherung, dass egal was man in Zukunft leistet oder egal was einem zustößt, immer weiter dieses sichere Gehalt kriegt. Aber wie ich schon sagte, man arbeitet sich da jetzt echt nicht tot und man wird ja mit der Zeit immer erfahrener, immer besser, immer effizienter. Und die Anforderungen an einen bleiben ja die gleichen. Es sei denn, man hetzt jetzt immer der nächsten Beförderung hinterher, aber das muss man nicht. Man kann auch irgendwann auf dem gleichen Level bleiben und sich damit zufrieden geben. Und außerdem ist man ja gar nicht an die Firma gebunden. Ich habe schon gesagt, es ist sehr leicht, nach Fang woanders eingestellt zu werden. Und gerade wir als Software-Engineers, als Informatiker haben das unglaubliche Privileg, dass wir zum Beispiel auch sagen können, ich gehe mal das Risiko ein und mache ein Startup und bin ein paar Jahre in der Startup-Szene unterwegs und wenn das dann scheitert, gehe ich einfach zurück zu Google. Die nehme ich mit Kusshand wieder auf. Als Fazit von meiner Seite hoffe ich natürlich zunächst mal, dass es dir geholfen hat, dass ich einen guten Einblick in die Fang-Arbeitskultur und Welt bieten konnte. Falls es so ein bisschen wie Fang-Werbung klang teilweise, dann ist das nicht beabsichtigt, das ist einfach meine Art zu reden. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich persönlich so in den nächsten 1-2 Jahren in die Selbstständigkeit wechseln werde. Ich glaube, dass eine Fang-Karriere für mich tatsächlich nicht das Richtige ist, sondern ich in der Selbstständigkeit besser aufgehoben bin. Aber ich bereue natürlich meine Jahre bei Fang überhaupt nicht. Das ist ein ganz toller Arbeitsort und ein sehr gut vergüteter Arbeitsort und man lernt da auch sehr viel. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen bei den ganzen anderen Benefits, die ich aufgelistet habe. Man kann sich sehr gut dort fortbilden und weiterbilden. Ja, und alles in allem kann man sagen, es ist Geschmackssache, ob man lieber bei einem Startup arbeitet, ob man selbst ein Startup gründet, ob man bei einem mittelständischen Unternehmen arbeitet oder gar bei einem Großunternehmen oder Fang-Unternehmen. Es ist einfach Geschmackssache, ob man so eine Firmenkultur mag oder ob man lieber komplett für sich selbst verantwortlich ist. Und dementsprechend, ich hoffe, das Video hat euch weitergebracht und kann euch so ein bisschen in eurem Weg unterstützen. Nicht für jeden ist Fang was und nicht für jeden ist Selbstständigkeit etwas, aber es ist zumindest ein Gedanke wert. Ist es vielleicht was Tolles für euch oder seid ihr da eher abgeneigt? Schreibt mir das auch nochmal ganz gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall vielen Dank, Cedric, dass ich Teil dieses spannenden Videos sein durfte. Und falls ihr Lust habt auf noch mehr Videos mit Cedric und mir, dann habe ich gute Nachrichten. Denn wir haben als Teil dieser Kollaboration gleich 2 Videos gedreht. Und auf meinem Kanal findest du ebenfalls heute hochgeladen noch ein Video von Cedric und mir. Viel Spaß. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.